Guten Abend, liebe Kinder und liebe Eltern. Ich bin es wieder, euer Erklärbär. Heute habe ich eine Geschichte für euch, die uns in die laue Sommernacht entführt. Macht es euch gemütlich, kuschelt euch in eure Decken und lasst uns gemeinsam eintauchen. Seid ihr bereit? Dann spitzt die Ohren und lauscht. Das Abenteuer der funkelnden Glühwürmchen. Es war einmal eine warme, klare Nacht. Der Mond stand hoch am Himmel und funkelte wie eine silberne Münze. Rundherum glitzerten unzählige Sterne. In einem kleinen Dorf, umgeben von Wäldern und Wiesen, lebten die Geschwister Mia und Tim. Beide liebten es, kurz vor dem Schlafengehen noch einmal in den Garten zu huschen, um den Geräuschen der Nacht zu lauschen. Und genau dort, in dieser friedlichen Dunkelheit, sollte ihr Abenteuer beginnen. Tim, schau mal, die Nacht ist heute so schön klar, überall zirpen Grillen. Ja, ich höre sie auch. Sie scheinen sich fröhlich zu unterhalten. Weißt du, warum sie das machen? Die Grillen reiben ihre Flügel aneinander, um zu singen. Sie stimmen ihre nächtlichen Konzerte an und es klingt fast so, als würden sie einander Nachrichten schicken. Hört genau hin, es ist ein ganz eigenes Lied der Nacht. Wirklich? Das klingt ja so schön. Dann hast du heute etwas Neues gelernt, Mia. Und ich auch. Plötzlich fällt Mias Blick auf ein winziges grünes Leuchten an der Hecke. Tim, sieh doch, da ist etwas, das glimmt. Wo? Ich sehe es nicht. Ach doch, da hinten. Was kann das sein? Kinder, das ist ein Glühwürmchen. Manche nennen sie auch Leuchtkäfer oder in manchen Regionen Johanniswürmchen. Sie leuchten in der Dunkelheit, um miteinander zu kommunizieren. Es gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu finden, vor allem zur Paarungszeit, wenn sie einen Partner suchen. Ein Glühwürmchen, das habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Können wir es näher ansehen? Komm, lass uns langsam hingehen und es beobachten. Tim, nimm meine Hand. Hier im Wald ist es ein wenig unheimlich, aber auch wunderschön. Keine Angst, Mia. Gemeinsam entdecken wir bestimmt noch mehr leuchtende Freunde. Und tatsächlich, als die Geschwister tiefer in den Wald gingen, tauchten immer mehr winzige tanzende Lichtpunkte zwischen den Bäumen auf. Das sind ja noch mehr Glühwürmchen. Sie scheinen uns den Weg zu leuchten. Wie in einem funkelnden Sternenmeer, nur dass es direkt vor unseren Augen schwebt. Glühwürmchen haben ein besonderes Organ in ihrem Hinterleib, in dem eine chemische Reaktion abläuft, die das Leuchten erzeugt. Dieses Leuchten nennt man Biolumineszenz. Und was wir hier sehen, ist eine ganze Gruppe auf der Suche nach ihren Partnern oder ihren liebsten Verstecken. Das klingt so spannend, aber warum leuchten sie nicht alle gleich hell? Manche sind Weibchen, manche Männchen und manchmal gibt es auch verschiedene Arten. Jede Art hat ihre eigene Leuchtfrequenz, so etwas wie ein ganz persönliches Blinkmuster. Damit erkennen sich die Glühwürmchen untereinander. Ah, sie haben also so etwas wie einen geheimen Code. Wie cool ist das denn? Die Kinder erreichen eine kleine Lichtung, auf der Moos und Farn den Boden wie ein grüner Teppich bedecken. Der Mond scheint durch die Blätter und wirft ein silbernes Licht auf den Boden. Plötzlich hören Mia und Tim ein leises Rufen. Hallo? Ist da jemand? Hast du das auch gehört? Ja, lass uns mal schauen, wer da ruft. Ein kleiner Frosch sitzt auf einem Stein und blickt die Kinder an. Huhu, könnt ihr mir helfen? Natürlich, kleiner Frosch, was ist denn los? Ich habe mich verlaufen. Eigentlich wohne ich an einem kleinen Teich in der Nähe. Aber ich wollte die Glühwürmchen beobachten und bin dabei zu weit gelaufen. Jetzt finde ich den Weg nicht mehr zurück. Wir helfen dir. Schließlich sind wir ja auch den Glühwürmchen gefolgt und haben uns hierher verirrt.
Vielleicht können wir gemeinsam den richtigen Weg zurückfinden. Na, was meint ihr, Kinder? Wollen wir eine kleine Nachtwanderung unternehmen und dem Frosch den Weg zeigen? Die Kinder und der Frosch machen sich auf den Weg zurück durch den Wald. Die Glühwürmchen huschen wie kleine Sterne um sie herum. Wie gut, dass ich euch getroffen habe. Wenn wir an den Teich kommen, könnt ihr vielleicht auch meine Freunde kennenlernen. Dort wohnen viele von uns. Und nachts quaken wir gemeinsam, um den Mond zu begrüßen. Ich wusste gar nicht, dass Frösche so romantisch sein können. Aber klar doch, sie quaken, um sich zu verständigen, genau wie die Grillen mit ihrem Zirpen. Ihr habt beide recht. Jedes Tier hat sein eigenes Kommunikationssystem. Und wenn man genau hinhört, ist die Natur auch nachts voller Stimmen. Funken von Glühwürmchen leiten den Weg, doch plötzlich teilen sich die Pfade. Ein Weg führt nach links, ein anderer nach rechts. Ach je, ich erinnere mich nicht, welchen Weg ich genommen habe. Vielleicht folgen wir den Glühwürmchen. Sie scheinen nach rechts zu leuchten. Ja, lasst uns dem Lichtertanz folgen. Nach einer Weile öffnet sich der Wald und gibt den Blick auf einen kleinen, stillen Teich frei. Die Mondstrahlen tanzen auf der glatten Wasseroberfläche und es ist ein friedlicher, magischer Ort. Da ist er. Das ist mein Zuhause. Glücklich hüpft er in Richtung Teich. Als er das Wasser erreicht, begrüßen ihn andere Frösche mit leisem Quaken. Das sind Mia und Tim. Sie haben mich gerettet und zurückgebracht. Danke, ihr zwei. Bleibt doch noch ein bisschen bei uns und genießt die Ruhe des Teiches. Diese Nacht ist so wunderschön. Sehr gerne. Seht nur, wie viele Glühwürmchen hier sind. Sie scheinen im Wasser zu spiegeln. Es sieht aus, als würden wir in einem Meer aus Licht sitzen. Diese kleinen Lichter sind wirklich zauberhaft. Und wenn ihr die Augen schließt, könnt ihr die Geräusche der Natur ganz intensiv wahrnehmen. Das sanfte Plätschern des Wassers, das leise Froschquaken und das Summen anderer Nachtinsekten. Es wird spät und die Kinder beginnen zu gehen. Tim, wir sollten langsam nach Hause. Unsere Eltern warten bestimmt schon auf uns. Ja, du hast recht. Aber was für ein tolles Abenteuer. Danke, kleiner Frosch, dass wir dich begleiten durften. Nein, ich danke euch. Ohne eure Hilfe wäre ich wohl noch die ganze Nacht hier im Wald umhergeirrt. Kommt gerne wieder, wenn ihr möchtet. Schaut, meine Lieben, wie sie uns den Weg zurück in den Garten zeigen. Diese kleinen Wesen erinnern uns daran, dass jedes Lebewesen seinen eigenen kleinen Zauber in sich trägt. Man muss nur genau hinsehen. Ich glaube, ich könnte stundenlang hier bleiben und den Glühwürmchen zusehen. Ich auch. Aber jetzt bin ich wirklich müde. Wieder im Garten angekommen, ist das Haus von Mia und Tim nur ein paar Schritte entfernt. Die beiden Kinder reiben sich die Augen. Was für ein schöner Abend, Tim. Ja, das war wirklich ein richtiges Glühwürmchen-Abenteuer. Ich wünsche euch beiden und natürlich auch allen Kindern, die zuhören, eine wundervolle gute Nacht. Denkt immer daran. Wer genau hinhört und hinsieht, findet selbst im Dunkel der Nacht kleine Wunder. Und nun ab ins Bett, damit ihr morgen ausgeschlafen seid und wieder neue Abenteuer erleben könnt. Die Geschwister werfen noch einen letzten Blick in den funkelnden Nachthimmel, bevor sie sich leise auf Zehenspitzen ins Haus schleichen. Das war unser heutiges Abenteuer, liebe Kinder. Die Glühwürmchen haben Mia und Tim den Weg gewiesen. Sie haben einen Frosch nach Hause gebracht und dabei gelernt, dass die Nacht voller faszinierender Geheimnisse steckt. Ich hoffe, ihr habt ebenso gestaunt und geträumt wie ich.
Wenn ihr mehr Geschichten von mir hören möchtet, schaut unten in der Beschreibung. Dort findet ihr den Link zu weiteren tollen Gute-Nacht-Geschichten. Nun kuschelt euch in eure Betten, schließt die Augen und lasst die Glühwürmchen in euren Träumen weiterleuchten. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Wenn der Abend leise naht und der Mond am Himmel strahlt, wandern wir durch stillen Wald im sanften Feuerschein. Mia und Tim an meiner Hand folgen wir dem Lichterband, das die Glühwürmchen für uns weben im Zauber dieser Nacht. Funkelnde Glühwürmchen leuchtet uns den Weg in der stillen Dunkelheit, wo jedes Herz sich regt. Euer Licht erzählt von Träumen, die im Mondschein blühen. Funkelnde Glühwürmchen, wir wollen euch nie mehr missen. Ein kleiner Frosch am Waldesrand braucht unsere Hilfe Hand in Hand, führt uns zu dem kleinen Teich, wo Frösche Lieder singen. Glühwürmchen schweben sacht umher, zeigen uns ihr Funkelmeer, und wir hören, wie der Wald seine Melodie erklingt. Funkelnde Glühwürmchen leuchtet uns den Weg in der stillen Dunkelheit, wo jedes Herz sich regt. Euer Licht erzählt von Träumen, die im Mondschein blühen. Funkelnde Glühwürmchen, wir wollen euch nie mehr missen. In der Nacht so still und klar finden wir was wunderbar. Ein leises Leuchten tief im Herz, das uns sagt, wir sind zu Hause.